Ja, Klavierspielen mit Softwarepianos. Für diese Tutorial-Reihe sind wir hier im Studio von Yassin, der hier gerade warm spielt. Was für ein Instrument hören wir gerade? Ja, wir hören das Ivory 2 in der Version 2.5. Ein echter Klassiker. Echter Klassiker, das German Concert D-Grand und ja, hat schon einen tollen Klang, ja. Ja, eigentlich werden ja hier die Videoklavierkurse von deiner Online-Schule produziert. Toll, dass wir hier sein dürfen, das ist ja schon mal schön. Ja, danke für den Besuch. Aber ich bekomme hier keine Klavierstunden, es geht um das Thema Software-Pianos, die wir uns im Detail hier anschauen wollen. Yassin, wie schätzt du das als Klavierlehrer ein? Ist neben dem klassischen Digitalpiano das Softwarepiano generell eine Möglichkeit, um Klavier zu lernen und zu üben? Durchaus. Also gerade Software-Plugins sind ja in den letzten Jahren wahnsinnig populär geworden und erschwinglich. Und ja, mit der richtigen Tastatur und ja, dem richtigen Plugin kann man auf jeden Fall am Klavier, am Digitalpiano Dinge lernen und auch erarbeiten. Okay, da sind ja auch tatsächlich, hast du schon einige Sachen angesprochen, mit der richtigen Tastatur und mit der richtigen Technik. Da gehen wir natürlich genau darauf ein. Es ist wichtig, dass man das weiß. Dabei scheint es fast so, als wäre digitales Klavierspielen noch nie so günstig gewesen. Denn Softwarepianos bekommt man schon für wenige Euro. Und sie bieten erstaunlich gute Klangqualität. Im Mittelpunkt stehen bei Piano VST Recording-Anwendungen und Musikproduktion. Und eben darum bieten sie auch faszinierende Möglichkeiten, die man bei einem Homepiano so nicht findet. Konstante ist der Musikcomputer. Und alle, die sich mit Computern und Recording nicht so toll auskennen, können das kaum einschätzen. Ist es tatsächlich so günstig, wie es scheint? Und funktioniert es auch immer so einfach wie zum Beispiel ein Digitalpiano? Schließlich ist ein Computer kein Musikinstrument. Aber ich glaube, diese Frage können wir beide spontan beantworten. Nein. So einfach. So einfach ist es nicht. Leider nicht, nee. Daher gleich zu Anfang eine wirklich einfache Möglichkeit. Das haben wir auch schon bei unseren Digitalpiano-Tests ab und zu gezeigt. Du hast es auch schon angespielt. Das ist das Ravenscroft 275 Piano. Ein toller Konzertflügel, den es im iPad gibt. Und sogar sehr günstig. Das kostet dann 39,90 im App Store. Und das zeigen wir jetzt mal kurz. Okay, ich habe das Ravenscroft Piano jetzt hier auf dem iPad. Das schließe ich ganz einfach über den Audioausgang an. Und dann, ganz wichtig, schließe ich das Master Keyboard, und das kann auch ein Digitalpiano sein, über das Camera Connection Kit an das iPad an. Wichtig wäre dann diese Version des Camera Connection Kit mit einer zusätzlichen Stromzuleitung. Das ist auch eine USB-Stromversorgung. So wird eben das iPad, während man spielt, weiterhin mit Strom versorgt. Das ist halt wichtig, sonst würde es auf der Batterie laufen und es würde dann unter Umständen noch, wie hier jetzt, das Master Keyboard mit Strom versorgen. Und so ist der Akku dann natürlich irgendwann schnell leer. Das ist dann unerfreulich, weil man nicht mehr spielen kann. Wir hören uns das mal an. Das klingt absolut professionell. Also für das Geld, was die App kostet, also noch nicht mal 50 €, das ist schon erstaunlich, was die machen. Und das Spielgefühl ist super. Ja. Also auch von ganz leise zu ganz laut innerhalb kürzester Zeit. Also man hat total gutes Gefühl beim Spielen. Ja, und was ich hier persönlich toll finde bei dem Plugin, dass man auch den Einsatz der 3 Pedale hat. Also 3 Pedale werden unterstützt. Also nicht nur Sustain, sondern man hat auch das leise Pedal, ja, das Piano-Pedal und auch noch zusätzlich in der Mitte das Sostenuto-Pedal, wo man dann auch noch mal Töne einzeln halten kann. Die bleiben gehalten und die anderen sind frei. Also wie an einem richtigen Flügel hat man tatsächlich auch bei professionellen Plugins auf dem PC oder auf dem Rechner eher selten. Und hier hat man das dabei für das Geld. Das ist schon eine wirklich tolle Simulation mit allen möglichen Klangdetails. Das Key-Off habe ich eben gehört. Das Absetzen des Tons, das klingt super schön mit diesen Resonanzen drin. Dann hat es diese Seitenresonanzen. Das klingt dann halt nach. Das ist schon wirklich, ich kann kaum glauben, dass es in einem iPad oder iPhone läuft. Auch in einem aktuellen iPhone wird das problemlos laufen.
Ja, und das Besondere auch, wir gehen hier wirklich über den Mini-Klinke-Kopfhörer-Out raus und man hat wirklich ein super sattes Signal, was man auch für eine PA benutzen kann oder live auf einer Konzertbühne, habe ich selbst schon ausprobiert. Also es ist auch erstaunlich, was das iPad da auch, was da rauskommt an Sound. Ja, also bei der Klangdynamik und dem Sound, den man bekommt für 40 € ist absolut top. Ja. Die Angst wollen wir vielleicht auch dem einen oder anderen nehmen, dass man so ein iPad mit auf die Bühne nehmen kann mit so einer iOS-App. Ja, ist auf jeden Fall eine einfache Lösung für alle, die eben den Schritt zum Computer mit Festplatten und Speicher und Audio-Performance und all diesen Dingen nicht gehen wollen. Ja. So. Aber bleiben wir bei den Software-Pianos. Hier gibt es einfach noch viel mehr Möglichkeiten als in dem iPad. Und wir bleiben gleich eigentlich bei 2 Klassikern. Das ist einmal das Synthogy Ivory. Das gibt es schon sehr, sehr lange und inzwischen mit ganz vielen Instrumenten. Und das Pianotech. Beide sind vom Konzept her so unterschiedlich, dass es jetzt erstmal eigentlich um die Konzepte geht. Das eine ist ein Sampling Grant und das andere ist Physical Modeling. Bietet sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, was die Instrumente an sich angeht und auch die klanggestalterischen Möglichkeiten. Da muss man einfach mal einen Blick drauf werfen. So, wir spielen einfach mal beide kurz im Vergleich an. Genau. Zuerst das Ivory. Sehr schöner Sound, muss ich immer wieder feststellen. Das ist ja das dienstälteste Piano, wenn man so will, aber es klingt einfach krass gut. Es ist sehr ausgewogen so vom Spielen, also es ist wirklich ein gutes hohes Niveau, macht Spaß und also man hat wirklich, ich sage immer ganz gern, die Kontrolle so übers Spielen, ja. Ja. Also es macht schon so das, was man möchte, ja, und das ist schon, Der hat gute Ausdrucksmöglichkeiten. Okay, spielen wir das Pianotech mal an. Also, ja, wenn du so spielst, dann muss ich sagen, die klingen beide fantastisch. Das Pianotech ist natürlich auch ein super Plugin, hat natürlich so nochmal eine ganz andere Offenheit, finde ich. Also man hat nochmal ein ganz anderes... Die sind klanglich unterschiedlich. Die sind unterschiedlich? Ja, definitiv. Die sind anders intoniert. Also bei dem Pianotech klingt es wie ein offener Sound, also der vom Ton her sehr aufgeht. Während das Ivory sehr perkussiv ist schon. Ne? Ja, ja. Letztendlich können wir hier schon mal zusammenfassen, beide Pianos, die machen erstmal das Gleiche. Auf hohem Niveau werden Flügelsounds simuliert. Man kann damit Klavier spielen, offensichtlich. Sehr schön sogar. Ja, kann man gut machen. Ja. Beide sind als günstige Basisversionen erhältlich, die man um weitere Klaviermodelle ergänzen kann. Das Ivory hat eine inzwischen große Library, da kriegt man dann, ich habe jetzt hier auf dem Rechner die Version Grand Pianos. Da sind 3 Flügel drin. Das ist einmal das German D, das wir jetzt gehört haben, ein Steinway-Flügel. Dann gibt es einen Bösendorfer und es gibt noch einen Yamaha C7. Da gehen wir noch drauf ein, spielen wir noch an. Also beide klingen extrem gut und beide bieten Einstellmöglichkeiten für das Klangverhalten. Also wie reagiert die Dynamik auf die Klangfarbe und so. Das ist beim Pianotech natürlich noch viel. Es geht weiter, dass man wirklich jede einzelne Note intonieren kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Doch sind beide Pianos, muss man sagen, technisch betrachtet grundverschieden. Das eine ist eben Sampling, ein Sampling-Instrument. Hier müssen Gigabyte große Datenmengen bewältigt werden. Beim ModArt Pianotech, das ist Physical Modeling. Hier wird kaum Speicher benötigt, dafür mehr Prozessorleistung. Weil
der Klavierklang wird hier in Echtzeit berechnet. Wenn du also den Ton spielst, dann klickert es im Computer los und dieser Ton wird berechnet. Also mit welcher Stärke, mit welchen Resonanzen ist ein Pedal gedrückt und wie stark ist das Pedal gedrückt. All diese Details werden in Echtzeit berechnet. Das ist halt aufwendiger. Ja, das Besondere natürlich an dem Pianotech-Plugin ist, dass es aufgrund von dieser Technologie, wo also der Klang in Echtzeit berechnet wird, nur der Prozessor belastet wird, das aber in der Regel kein Problem ist, selbst für mobile Geräte, und man halt einfach diese riesigen Datenmengen nicht hat, diese Sample-Libraries. Genau. Und deswegen kann man so ein Plugin wie das Pianotech halt auch sehr gut live verwenden, weil man dann nicht so leistungshungrige Geräte benötigt. Also ich benutze das Pianotech auf meinem kleinen MacBook Air. Das ist ja kein Supercomputer, das ist auch schon ein etwas älteres Modell. Und ja, da habe ich das Pianotech drin und das funktioniert mit einem Master Keyboard wirklich super gut. Nur, also das zu den Leistungsmerkmalen, das ist wirklich, wirklich überschaubar. Das wird, Pianotech läuft auch auf wirklich kleinen PC-Notebooks, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, alle Software-Pianos, die wir uns in dieser Tutorial-Reihe anschauen, sind als VST-Instrument und vielleicht sehr wichtig, auch als Standalone-Programm spielbar, also auch ohne eine DAW. Man kann es also installieren auf dem Computer und starten. Man kann sofort Klavier spielen. Ja. Das zeige ich mal kurz. Das Ivory gibt es hier als Standalone. Man kann das Programm laden. Man kann dann. Und Moment, jetzt müssen wir noch einen Sound laden. Und da ist es schon. Man kann dann eigentlich sofort spielen. Ja. Das ist die einfachste Möglichkeit. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, einfach Klavier zu spielen. Ohne dass man jetzt zu weit in die Technik einsteigen muss. Weil eine DAW hat ja dann doch ein paar mehr Funktionen, die man dann auch lernen muss. Also wer ganz einfach Klavier spielen will mit dem Computer, sollte darauf achten, dass es eine Standalone-Version gibt von dem Plugin oder Software-Piano. Im Tutorial 2 kümmern wir uns dann um die Tastatur. Das VPC 1 und Master Keyboards, das wird das Thema sein. Wie schließt man das an und was ist das Besondere an diesem schönen Master Keyboard? Wird interessant.